Ich bin ja eigentlich ein sehr ruhiger und geduldiger Klemmbaustein-Setbauer. Aber dieses Set hat mich tatsächlich fast in den Wahnsinn getrieben. Hat nicht viel gefehlt, dass ich abbreche. Dennoch habe ich es zu Ende gebaut und werde es euch jetzt vorstellen. Bleibt bis zum Ende dran und entscheidet selbst, ob es euch gefällt. Hallo und willkommen auf meinem klemmtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein Set von Bluebricks Pro mitgebracht. Clownfish und Anemone mit der Setnummer 107708 mit 2600 Teilen. Eine riesige Box, zeigt eigentlich das, was ihr auch bekommt. Die Box hat so überall so klein geschrieben, so Bluebricks. Wenn ihr seht, was ist das, ein bisschen Schmutz. So. Sie ist dünn, aber groß. Hinten sehen wir quasi aus der anderen Perspektive noch das Set. Und hier sehen wir auch die Maße vom Set. In der Box haben wir noch ganz dick wo man rausziehen kann und da sind die ganzen Tüten drinnen. Eigentlich ist das so der Standard, soweit ich weiß, bei Bluebricks Pro. Und das wäre dann die Box. Dann kommen wir schon zu der Bauanleitung. Ja, das ist das gleiche Bild wie auf der Box. Und der Bau startet eigentlich sofort. Wie ihr seht, da werden nur gleich am Anfang gezeigt hier die Bauabschnitte, sind 8 insgesamt und was in welchem Bauabschnitt gebaut wird. Und da fängt der Bau schon an. Die Bauanleitung ist gut. Ich habe es mit PDF gebaut und ich muss sagen, am Anfang diese Farben, hier sieht man zum Beispiel ein gutes Beispiel, die waren jetzt nicht so leicht zu erkennen zu den Original-Steinefarben. Aber sonst, alles was neu gebaut ist, ist in Vollfarbe und die alten Bauschritte sind ausgegraut. Daher kann man das echt gut verfolgen. Aber hier in dem ersten Bauschritt, da sind ganz schön verschiedene Farben, in denen man quasi den Untergrund des Korallenriffs baut. Insgesamt hat die Bauanleitung 204 Seiten, 8 Bauabschnitte, 551 Bauschritte, macht also ca. 4,7 Teile pro Bauschritt und 325 Teile pro Bauabschnitt. Die Maße vom Set lesen wir einfach hier ab, weil ich habe ein bisschen sogar Angst, mit dem Metermaß zu nah ranzukommen und es ist echt schwer auszumessen. Also was steht denn hier? Eine Breite von 32,3 cm, eine Höhe von 19,2 und eine Tiefe von 32,4 cm. Der Preis, der UVP-Preis auf der Bluebricks Webseite, da steht es eigentlich jetzt auch unter Coming Soon, also aktuell nicht verfügbar, ist 99,5, also 100 Euro. Was bei 100 Euro einen Teilepreis schon von 3,84 Cent macht und einen 100 Gramm Preis von 6,69 Cent. Das Set wiegt 1494 Gramm, also fast 1500 Gramm. Ich habe es bei der Blue Week gekauft mit 50% Rabatt. Ich glaube, das war dann 49,88 Euro, genau zu sein, was einen Teilepreis von 1,92 Cent macht und einen 100 Gramm Preis von 3,34 Euro pro 100 Gramm.
Wer es aktuell kaufen will, ich habe es auf Amazon gesehen für knapp 110 Euro, was immer noch ein phänomenaler Teilepreis von 4,23 Cent ist und ein 100 Gramm Preis von 7,36 Euro. Das Set hat keine Minifiguren und auch keine bedruckten Teile. Alles das ist Brick Build. Finde ich wunderschön, wie das gemacht worden ist. In einer Extratüte haben wir diese Teile bekommen. Im besseren Orange und mit besserer Haptik. Also die sollten alle ersetzt werden. Insgesamt gab es 46 Tüten, also nach Bauabschnitten verteilt, und diese eine Extratüte, also 47 Tüten für das ganze Set. Ich habe für dieses Set circa 6 Stunden und 20 Minuten gebraucht. Plus habe ich es beleuchtet. Für die Beleuchtung habe ich so 20 Minuten gebraucht. Und ich zeige euch jetzt das Speedbild. Und danach kommen wir zur Beleuchtung und erzählen wir ein bisschen über das Set, wie der Bau war und alles. Viel Spaß beim Speedbild.
Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Kommen wir jetzt zur Beleuchtung. Dafür nehme ich so eine Batteriebox. Und hier ist der USB. Wie gesagt, das habe ich selber zusammengebaut. Im Speedbild kann man es sehen, wenn man es vielleicht verlangsamt. So. Ich habe es extra auf den Drehteller getan alles, weil es ist echt fragil. Wenn man es zu streng anschaut, fällt es schon auseinander. Aber ich gebe mein Bestes. Also machen wir jetzt mein Licht aus, damit wir die Beleuchtung schön sehen können. So, viel beleuchtet habe ich es nicht. Ich glaube, braucht es auch nicht. Ich habe nur so ein Licht hier bei den Kraken eingebaut und so ein LED-Streifen. Später, wenn ich es ein bisschen auseinandernehme, werde ich versuchen, es euch noch aus der Nähe zu zeigen. Aber ich denke, wenn es so im Regal steht, das hat schon einen coolen so Eindruck, so ein bisschen, ja, dass es nicht einfach so dasteht, sondern auch ein bisschen beleuchtet ist. Jo, ich mache jetzt wieder mein Licht an und ich versuche euch jetzt das Set ein bisschen aus der Nähe zu zeigen, etwas runterzunehmen und vielleicht schaffe ich es dann auch wieder zusammenzubauen. Also hier, ich mache wieder das Licht hier ausstecken. Wie soll ich anfangen? Da muss ich auch oft wahrscheinlich mit der Bauanleitung arbeiten, aber hier erstmal, das sind die Ersatzteile. Ein paar Ersatzteile sind extra dazugekommen wegen der Beleuchtung und das ist der Teiletrenner. So, das kommt noch dazu und wenn wir quasi mit der Bauanleitung schauen, machen wir jetzt zuerst einen kleinen Überblick. Das und das war vielleicht anstrengend wegen den Farben, aber es war okay zum Bauen. Dann kommt die Nummer 3. Da baut man diese Krabbe und diesen Seestern. Seestern, gar kein Problem. Auch die Krake war völlig in Ordnung, aber die Krabbe, also ich sage euch, das ist die Krabbe des Todes. Dass sie noch da steht und alles, ja, werdet ihr vielleicht später sehen. Ich versuche sie mal runterzunehmen. Es ist super fragil. Also die hat mich echt sehr auf Rand meiner Geduld gebracht. So, aber das Interessante ist, als die dann fertig war, hat man ja angefangen, diese ganzen Anemonen zu bauen. Und dann denkt man sich, ja, das geht. Also der Bau funktioniert. Das ist auch angenehm, es ist auch sehr gut gezeigt in der Bauanleitung. Und dann baut man 4, dann baut man die 5 und bei der 6, da denkt man sich jetzt, oh Gott, komme ich denn endlich zum Ende? Also schon auf der Hälfte vom Bauabschnitt 5 hat man schon die Schnauze voll von den Anemonen. Aber dann kommt die Krönung, man baut den Fisch, der ist auch gut. Aber da hätte ich auch noch eine Idee, die ich besser finde. Also versuchen wir jetzt den runterzunehmen. So. Und hier seht ihr, das ist quasi der Verteiler und das ist quasi nur dieser LED-Streifen, der halt dann leuchtet. So ist der einzige Platz, den man hat für die Beleuchtung hier. Aber ich finde es okay. Ja, ist jetzt einfach so quasi reingelegt. Aber ich mag es, wenn es leuchtet. So, der Fisch. Schön gebaut, schön die Flossen. Es ist nicht Nemo aus Findet Nemo, weil alle Flossen sind, also die linke und die rechte, sind ja gleich groß. Also ist es nur ein Clownfisch, kein Nemo. Das fällt gerne runter, aber nicht das wollte ich zeigen. Ich hätte es echt gut gefunden, hätten sie es auch von der anderen Seite verkleidet. Weil, ist das eine Farbabweichung am Schwarz, oder? Oder ich hatte kein anderes Teil. Das ist echt eine Farbabweichung. Sieht ja eher fast aus wie grau, habe ich gar nicht bemerkt beim Bau. Egal. Farbabweichung. Ich hätte es cool gefunden, hätten sich hier diese Bügelperlen genommen oder so und es auch von der anderen Seite verkleidet. Weil der Fisch ist
von beiden Seiten komplett gleich gebaut. Es ist eine coole Bautechnik. Es wird so ins Knot gebaut mit Baurichtungsumkehrern und dann wird das auf beiden Seiten verteilt. Ich finde auch die coole Lösung für die Augen und die Lippen. Richtig cool so im Brickbuild. Hier sehe ich jetzt auch keine Farbabweichungen und das sind diese Teile, die ersetzt worden sind. Und da kann man ja auch sehen, würde wir es runterbekommen. Ja, ich ohne meine Nägel schwer. So. Man sieht schon, das ist eine ganz andere Orangefarbe. Also gut, dass sie das bemerkt haben und da die Ersatzteile dazu getan haben. Jo, das wäre der Fisch. Und ja, wie gesagt, ich fände es halt mit dem Schwanz besser, wäre es, ich habe Schwanz gesagt, also wäre es von beiden Seiten schon schön verkleidet. Aber das ist halt die schöne, oder die, wie sagt man das? Die schöne Seite, sage ich jetzt mal. Und das nervt mich jetzt echt, das habe ich gar nicht bemerkt. Das ist ja eine harte Farbabweichung bei diesem Schwarz. Mann, oh Mann. Ich sage eine ganz andere Farbe. Oh je. So, tun wir den Fisch hier. Und das sind die Anemonen. Und das ist jetzt, man sieht schon jetzt hier, ist jetzt alles sehr fragil, weil bei mir steckt das jetzt auch nicht komplett unten, weil ich ja hier die Beleuchtung bei der Krake eingebaut habe. Vielleicht kann man das jetzt, wenn man es einsteckt, und ich versuche so mal ein bisschen auch zu kippen, dann sieht man ein bisschen, dass auch da der Körper der Krake gebaut worden ist. Cool ist es, aber wenn man jetzt die Krakenhände einstellen will, da muss man nicht viel dran ziehen. Ja, ich will es auch nicht probieren. Auf jeden Fall will es gerne abfallen, vor allem dieser. Genauso wie bei den Anemonen, wenn man da einstellt, sieht man hier schon, hat sich abgetrennt und so. Das ist schon alles recht eng beieinander und es will alles leicht abfallen hier. Das hat sich ja hier bei mir auch schon getrennt. Bei mir stört ja auch ein bisschen die Verkabelung. Da will ich ja nichts sagen. Wo habe ich jetzt etwas abgerissen? Hier. Aber was man sagen muss, cool sieht's aus. Also wirklich so, sieht schon beeindruckend aus das Ganze. Der Seestern, der ist easy peasy, den kann man auch gut runternehmen. Schön gebaut, schöne Bautechnik, gar keine Probleme. Wenn ich ihn jetzt auch schön wieder drauf kriege. So. Und dann, ja, die Krabbe des Todes. Die steckt dann hier unten nur an einem Pin, an eine Noppe. Und ich fand es auch richtig schwer zu erkennen in der Bauanleitung, wo was hingehört. Ich hoffe, ich habe sie richtig gebaut. Das fällt leicht ab. Also da muss man aufpassen, das ist hier nur auf 2 Noppen. Das hier fällt auch mega leicht ab, weil das ist so eine Stange und dann soll man diese runden Bricks nur ganz leicht dran tun, damit man ja das auch drauf tun kann. Und dann muss man ja den ganzen Körper oder halt diese Schale von der Krabbe auch da drauf tun und dann jetzt hält es einigermaßen, aber da habe ich mich, ich habe das Gefühl, ich habe mich über eine halbe Stunde damit gequält. Ja, es ist wirklich sehr fragil. Aber ich konnte sie euch zeigen, besser als gedacht. Eigentlich müsste das ja so und so, ja. Und die Arme, die fasse ich auch gar nicht mehr an. Sie stehen so, wie sie stehen. Sie sind zwar auf Balljoints, aber wenn du es dann bewegst, dann fällt wieder der Körper ab. Und das soll dann auf diese eine Noppe, okay, das bin ich jetzt doof.
Und dann muss man es wieder versuchen, da drauf zu kriegen. Und hat alles tatsächlich schon besser geklappt, als ich dachte. Ich hatte befürchtet, es wird mir alles auseinanderfallen. Wir haben hier so eine kleine Muschel noch. Halt das ganze Gebaute hier. Das, glaube ich, sind auch so Muscheln hier in Schwarz. Welche Sorte das ist, weiß ich nicht. Und hier haben wir auch ein kleines Fischiskelett. Hier überall kleine Fische, die aus den Anemonen quasi rausschwimmen. Aber wie gesagt, also das ist so viele kleine Details. Und ich denke, dass meine Anemonen alle auch ein bisschen zu schräg stehen. Ich glaube, das müsste alles so. Ja, das hat sich irgendwo getrennt. Oder? Das müsste ja. Müsste ja alles so irgendwie ein bisschen stehen. Aber die Schwerkraft macht es. Ja, das geht dann immer wieder von selber runter. Ja. Naja, auf jeden Fall, das ist das Set. Ich versuche jetzt wieder den Fisch auch zurückzutun. Und wie gesagt, die Beleuchtung, die habe ich jetzt, ja, ganz easy reingebaut. Aber ich persönlich mag es sowieso alles beleuchtet. So, und man sieht, der Fisch drückt ja auch hier vorne die Anemonen so runter und an der Seite. Aber am Ende, wenn es gebaut ist, finde ich, es sieht gut aus. Sieht super aus. Ich überlege mir sogar, es gibt ja den Dory-Fisch, den blauen. Der hat auch keine Anemonen dabei und der hat auch viel weniger Teile. Und ich finde den daneben zu tun natürlich super, weil Nemo und Dory. Also wer hat Findet Nemo nicht geschaut? So gefällt es mir schon, aber es Bauspaß. Ich weiß es nicht. Also am Ende hat mir am meisten der Bauspaß von Fisch gefallen, weil die Krabbe hat keinen Spaß gemacht so richtig. Das unten, diese Felsstruktur oder Bodenstruktur auch nicht. Aber wenn man das überlebt hat und die Krabbe und man fängt an mit den Anemonen, am Anfang hatte ich so, oh cool, ist ja gar nicht so schlimm, weil wenn man das Foto sieht auf dem Produkt, man weiß ja, was auf einen herkommt. Also ich wusste schon, was ich da baue. Aber echt beim 6. Bauabschnitt, da dachte ich mir, ach komm, jetzt kommen wir zum Ende. Und dann baut man den Fisch und dann ist man auch schon fertig. Es ist ein Displayset sowieso, also für Spielen ist es sowieso nicht gedacht. Ja, Platz im Regal gibt es schon und ich finde, wenn man so beleuchtet, sieht es auch super aus. Und ja, das wäre halt hier für mich quasi die beste. Jetzt habe ich das hier alles ja verkeilt, oder? Kriege ich das noch? Ah, super. Wenn man dann das so macht, aber dann habe ich das Problem mit der Schwanzflosse, aber die kann man ja drehen. Also für mich wäre es vielleicht diese Seite so am schönsten, weil dann leuchtet es hier und dann unten auch ein bisschen raus. Und im Dunkeln sieht es dann noch besser aus. Und hier haben wir kleine Fischis und so. Ja, was meint ihr? Ist das ein Set? Also für 50 Euro. Also so, der Bauspaß, wenn man bedenkt, hier 50 Euro, ich habe 6,5 fast 7 Stunden da rumgebastelt. Netto Bauzeit, das hat sich über 3-4 Tage gezogen. Natürlich super. Aber ich kann echt jetzt nicht sagen, ob ich das vielleicht, also wenn ihr starke Nerven habt und richtig gute Bauer seid oder Klemmbauer, wo ihr sagt, hey, mich bringt nichts aus der Ruhe, auch wenn ich mal irgendetwas 5-mal abreiße und dann aufbaue, dann super Set, super Display. Wenn ihr aber mit dem Nerven nicht so gut seid und ihr wollt einen entspannten Bau, wie bei Lego, oder jeder Bauschritt das hält, dann ist es nichts für euch. Also muss man ehrlich zugeben. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Optisch gefällt es mir sehr. Der Bau, ich möchte nicht sagen, dass es eine Katastrophe war. Es hält ja alles. Aber der Bauspaß hält sich in Grenzen.
Farbabweichungen in den Anemonen, alles sehr gut. Bei dem Fisch wurde das ja ersetzt und diese schwarze, auf dem Schwanz haben wir ja gerade zusammen entdeckt. Nee, gefällt mir nicht. Anderswo habe ich keine Farbabweichungen gesehen. Sowas wie Farbkodierungen oder so hat Bluebrix sowieso nicht. Und nochmal, Bauanleitung ist super. Also man kann es gut bauen, wenn man es aufgebaut hat, nicht mehr anfassen, habt ihr ein schönes Displayset mit einem Fisch, mit einem Nemo. So, ich hoffe die Vorstellung hat euch gefallen. Wenn ihr dieses Set kaufen möchtet, ich gebe euch da unten ein paar Links. Ich habe glaube ich auch da einen Amazon-Link, das ist alles Affiliate-Links. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.